Das ist weird. Okay, es ist trotzdem noch weird. Wieso wachen wir hier auf? Lou? Lou? How's little Lou doing? No response. Well, look at that. The child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him. Weil er ein Repatriate war. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial. Grown from pluripotent stem cells. Oh. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But you don't. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it, because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it.
It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. Clifford Unger. I looked him up in our database. Found a match. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Wollen wir wieder zusammen duschen, Bro? Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Heartman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. I see. Ich weiß nicht, ob ich das glaube. Alright. Interesting. Lou. Irgendwie gefällt mir nicht, was hier abgeht. Ich habe das Gefühl, Lou hat uns ein bisschen vergessen. Oh. Naja. Wir werden sehen. Lesen wir uns mal ein paar Sachen durch, würde ich sagen. Wine is loved the world over, and with good reason. It is the oldest known form of alcohol, having been produced for at least 8,000 years. Das wusste ich nicht. Das ist interessant. However, it is a delicate and changeable brew, and light, vibrations, and temperature must all be carefully controlled during the manufacturing process. Incidentally, research is currently underway into how the beach might be used as a means of preserving fine wines. Interesting. Macht Sinn. Alright. Ich bin jetzt gespannt, ob wir hier ein paar interessante Sachen über die Cave Paintings haben. Haben wir. Cave Paintings and Stencils, written by Heartman 1 year ago. Cave paintings provide an invaluable window into the lives of our ancestors. The oldest cave paintings of all are believed to date back 64,800 years or more. These first paintings were likely made by the Neanderthals. They were crude depictions of creatures such as deer, bison, and horses, interspersed with stenciled outlines of large hands. Some assert these are the signatures of primeval painters, but could they not also be depictions of BT handprints? Could our ancient relatives have been trying to tell us something or issue a warning? Das mit den Delfinen, ja, ist interesting. Könnte stimmen. Das mit den Händen dürfte ein bisschen weit herkommen. People aren't meant to stay cooped up inside or live in one place forever. Explorations in our DNA. Our ancestors started out in Africa, right? They didn't just stay there, did they? They wanted to try and find a better life, a better home. That's why humanity spread all across the planet, and as we've traveled, we've evolved. Little by little, we've grown tougher and smarter. Even our immune systems have become stronger. But if we stop moving, stop exploring, that all stops too. We stagnate as a species, maybe even regress. That's why we can't hole up in the cities. There's a whole universe beyond those chiral clouds that I'd love to explore someday. But if that's not possible, then I want to at least get as close as I can. Climb the biggest mountains, go as high as I can go, and try to see what lies beyond. I want to do it with the love of my life, the world's class mountaineer who showed me the beauty of this place, my guiding star. Together, there's no peak we can't summit. Süß. Und true. Darum finde ich es auch so dumm, wenn Leute sagen, wir sollten uns erstmal auf die Probleme auf unserem eigenen Planeten fokussieren, bevor wir versuchen, andere Planeten zu kolonisieren. Das ist dämlich. Die Probleme, es ist ja nicht so, als müsste man sich auf eine Sache alleine fokussieren. So. Das ist, als hätte man früher gesagt, ja, wir bleiben jetzt einfach auf unserer kleinen Insel oder auf unserem Kontinent, weil wir haben hier ja auch Probleme. Wir sollten erstmal eine perfekte Zivilisation erschaffen, bevor wir uns ausbreiten. Das macht keinen Sinn. Naja. Prepper interview. No one has been able to explain the Stranding, and I doubt that anyone ever will. Certainly not with science. Science is only suitable for observation, measurement, objectivity. You can observe and measure as much as you like, but it will bring you no closer to an understanding. Sometimes you need to expand your mind and open your heart. In antiquity, there were no barriers between the realms. People moved freely between the earth, outer space, and the world of the dead. What are myths and legends if not records of these journeys? My research has only confirmed this. The pyramids of Egypt and Mesoamerica, the Nasan lines. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass man die so schreibt, aber ich weiß, was die Nasan Lines sind. Das sind diese Dinge, die man von Outer Space sehen kann, die Tiere und was auch immer darstellen. So riesige Zeichnungen quasi.
Stonehenge, all gateways built by humans in order to access the beach. Surely you can see that the wisdom of the ancients has never been more relevant. The people of Bridges would do well to remember that. Ja, nein. Ja, ein bisschen. Ich glaube, sie hat einen Punkt. Aber der Anfang war halt Trash. Certainly not with science. Na klar. Ist Spirituality nicht in der Hinsicht dann auch eine Form von Wissenschaft? So wie sie das... Na, egal. From the report on the void out in Manhattan. Who the hell? Those were the doctor's final words. No one knew to whom he was referring, and to be fair, there were more pressing issues at hand. The doctor in question was a surgeon, specializing in Caesarean sections. Das ist die Abkürzung für C-Section. Oder sagen wir es anders, C-Section ist eine Abkürzung für das. Habe ich noch nie gehört. The procedure he was undertaking at the time, however, was slightly unusual, that he was operating on a mother who had been declared brain dead 7 months into her pregnancy. She had been placed on life support, but since her blood pressure was decreasing and the fetus was showing signs of bradycardia, the decision was made to operate. Because the procedure was broadcast to the medical researchers on a closed-circuit network, we are fortunate to have a record of what took place. The plan was apparently to remove the fetus from the womb and immediately place it in a NICU, but would receive the necessary care. Prior to this, the surgeon would, of course, have to cut the umbilical cord. This is the moment that changed everything. The moment the surgeon's hand touched the cord, in that instant he uttered his infamous last words. Who the hell? Interesting. Das war der erste Kontakt zu einem Bridge Baby quasi. Der erste Kontakt zu der anderen Seite. Following a number of tests and experiments, the conclusion was reached that this incident was an annihilation event brought about by the doctor's contact with whatever or whomever he had seen upon touching the umbilical cord, though it eventually became apparent that the doctor had been referring to BTs. At the time, no one could explain the underlying cause of the incident. Some later theorized that if the same conditions, brain dead, mother, fetus, umbilical cord, could be recreated, then BTs could be detected and the mystery of Death Stranding would be solved. This was the theoretical basis upon which the government's own experiments and investigations would be conducted. Soon after the government's program got underway, the tragedy of Manhattan occurred. The BB experiments were conducted at a Manhattan-based government facility in such extreme secrecy that little is known about them to this day. One thing that we do know for certain, however, is that the experiments ended in tragic failure and were directly responsible for the total annihilation of the island of Manhattan, as well as the death of the president who had been observing operations firsthand. He was succeeded by the vice president Bridget Strand, who shortly after her inauguration put an end to all further BB experiments and had all data destroyed. She vowed to rebuild America and devoted herself wholeheartedly to this end. In response, separationists who opposed Reconstruction emerged and steadily grew more aggressive in their activities. One faction even managed to acquire documents relating to the BB experiments, and some speculate that this data was used to restart them in secret. Ich meine, wir wissen, dass was hier in Gelb dargestellt ist, nicht stimmt. Sie hat offiziell alle BB-Experimente eingestellt, aber inoffiziell weitergemacht. By the way, hier im ersten Part hieß es, the fetus was showing signs of bradycardia. Was zur Hölle ist Bradycardia? Okay, Google. Was ist Bradycardia? Die Phrase Prädikat Nicht, was ein Prädikat ist, ja. What the fuck? Was ist ein Prädikat? Ja. Ist das dumm. Ist das dumm. Alright, wie schreibt man den Shit? Bradykardie ist ein verlangsamerter Herzschlag und bezeichnet in der Medizin beim erwachsenen Menschen eine Herzschlagfrequenz unter 60 Schlägen pro Minute. Das Gegenteil von Bradykardie nennt man Tachykardie. Beim erwachsenen Menschen eine Pulsfrequenz von über 100 Schlägen pro Minute in Ruhe. Okay, einfach zu langsamer Herzschlag. I see. Ich bin so froh, dass wir Lou wieder haben. Es ist nur ein bisschen schade, dass wir scheinbar nicht mehr ganz dieselbe Connection haben wie davor. Bin gespannt, worauf das alles hinauslaufen wird. Sam, do you copy? Ach. As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. Yep. Meine Theorie auch. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka,
have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Valhalla quasi. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Und eins. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. Interessant. Ich gehe mal davon aus, dass er im Ersten Weltkrieg auch keine Rolle gespielt hat. Habe ich da gerade aus dem Augenwinkel gesehen, dass wir wieder lecker Bierchen haben? Let's fucking go. Ich hätte auch gern lecker Bierchen jetzt. Ich meine, ich habe eins, theoretisch. Ich habe theoretisch sogar zwei. Aber ich muss später noch Auto fahren. Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. I don't want to repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were not. They don't want a repeat of last year, huh? Ich schätze mal last year, worüber sie sprechen, ist der Voidout, in dem der ehemalige President gestorben ist. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Of what region? I see. Beyond it is Edgenot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Digga, wir sind im Endgame, kann es Once sein? you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. I remember. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Heartman. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like Aye. you to bring me a few things. I see. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Ich meine, Necrosis ist ja die Seele, wie sie langsam den Körper verlässt und zu einem BT wird. Sie hat ja schon gar keine Seele mehr. Die Seele ist ja schon gone. I guess darum zeigt sie keine Anzeichen von Necrosis, würde
Würde ich mal vermuten. The fifth chip that Jay is looking for has been found. It got caught up in the supercell near the cabin and was carried off to a BT area. Once you've got the chip, take it to Mountain Knot City. Sex Offenders Reverse Striker. Oh mein Gott, Lou, ich sag's dir, es ist so schön, wieder mit dir unterwegs zu sein. Back on the road again. Hallo Jungs. What up? Geht's euch? Ich hoffe, alles gut, Digga. Okay. Wenn ich euch alle 3 geliked habe, habe ich Muskelkater. Goddamn. Dankeschön. Ciao, ciao. Hey, meins ist schwerer. Sam Porter Brücken. Das bin ich. Das bin ja ich, über den er redet. Lass mal gucken, wie's Wetter aussieht. Oh je, oh je. Es regnet. Oder schneit, I guess. Alright dann, Lou, auf geht's. Jetzt, wo ich dich wieder hier habe, sollte das ja eigentlich gar kein Problem darstellen, ja. Das mit der Brücke ist natürlich super unangenehm. Ja, vielleicht habe ich mir eine ganz ungünstige Position hier ausgesucht für diese Plan. I guess, wir müssen von unten. Aber das kriegen wir schon hin, oder Lou? Gar kein Problem für uns zwei. Oder was sagst du? Was ich sage? Auf geht's, ab geht's, sage ich. BTs sind ja einfach nur Hintermenschen, ja. Das heißt, wir müssen einfach nur so tun, als wären wir keine Menschen, okay? Lass mal so tun, als wären wir Katzen. Miau. Miau. Miau, miau. Das Päckchen nach Mountain Knot City kann ich auf dem Rückweg mir entnehmen. Ich meine... Miau? I don't fucking see him, man. Ah, right there. I do see him. I was wrong about not seeing him. Ich meine... Miau. Miau, miau. Miau. Ich muss mich putzen. Es scheint funktioniert zu haben. Er hatte keine Ahnung, dass wir keine Katze sind. Idiot. Idiot. Oh. Na gut, ich guess wir gehen außen rum. Let's not breathe right now. That's not what a cat would do. Miau, miau, miau. 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 Alright. Chip gesichert. Müssen wir nur noch zurück. Miau, miau. Miau, miau. Ich bin eine Katze. Im Schnee. Oh Mann, es ist so schön, im Schnee zu spielen. Er hat uns echt abgekauft. Sam, ich denke, du meinst Miau, miau, miau. Oh, wir haben es geschafft. Die sind gegangen, weil sie gedacht haben, hier gibt's nichts außer Katzen. Zum Glück sind BTs keine Katzenmenschen. Wenn die versucht hätten, mich zu streicheln, wäre ich gefickt gewesen. Gut gemacht, Lou. Vorübergehend habe ich selber kurz gedacht, ich habe dich zu Hause vergessen und aus Versehen eine Katze mitgenommen. Dein Schauspielen ist on another level. Es ist so schön, wieder mit Lou unterwegs zu sein. Ich hab's vermisst. Wow, you really took great care of everything. Die haben mir echt abgekauft, dass ich eine Katze bin. Anything less than perfect. Perfekt, könnte man sogar sagen. Kill me. S für super lustig. Deadman's winter clothes have been scattered about by the supercell. Should be somewhere near the ruined cabin where you met. You need to go and retrieve them for him. Jetzt holen wir die Winterklamotten von dem Todmann. Sex Offender ist nicht mehr da. Ist vielleicht besser so. Ich mochte Drake sowieso noch nie. F für... Fick dich. Du Hurensohn. Hat dem mal was gezeigt, oder nicht, Lou?
Merk dir, was ich hier tue und sage. Wenn du irgendwann älter bist, will ich, dass du genauso ein Bastard wirst wie ich. Komm, Lou, wir brechen aus. Yep. Aus unserem mentalen Gefängnis. Wir sind jetzt auf unserer Selbstfindungsphase angekommen, Lou. Ich habe mir gestern ein Andrew Tate-Video angeschaut und jetzt bin ich felsenfest motiviert, der Matrix auszubrechen. Ich werde kein Schaf mehr bleiben. Ich werde die rote Pille nehmen. Oder die blaue, halt die eine, die gute Pille. Die mich frei macht. Und nicht die mich fentanylabhängig macht. Weißt du, Lou, das Wetter konnte schlimmer sein. Mit dem Wetter haben wir wenigstens eine Ausrede, unsere coole Kapuze zu tragen. Wir haben trotzdem noch eine geisteskranke Aussicht. Und BTs sind hier zum Glück auch nicht. Viel besser könnte es eigentlich gar nicht sein. Jetzt nur noch ein fetter Döner und ein bisschen Ayran und dann wäre alles perfekt. Hier ist die kaputte Hütte. Das sieht gar nicht gut aus. Die gesamte Hütte ist gone. Digga, sind wir in der Ukraine oder was? Ach ja, ich wollte was erzählen. Lukas und ich wurden gestern von der Polizei aufgehalten. Abends auf dem Heimweg. Erstmal Fahrzeugpapiere und Führerschein natürlich. War gar kein Problem. Und dann wollten die mein Warndreieck und Verbandskasten sehen und ich wusste ja, dass der im Kofferraum ist. Also habe ich gesagt, ja klar, ist im Kofferraum. Dann sind wir kurz ausgestiegen und ich habe bei dem Auto, weil es neu ist, noch nie den Kofferraum geöffnet. Ich war immer nur dabei, wenn er geöffnet wurde. Als wir das Auto angeschaut haben und so, haben wir den geöffnet, aber ich halt nicht selber. Das heißt, ich wusste nicht tatsächlich so in der Muscle Memory oder was auch immer, wie man den öffnet, ne? Also bin ich ausgestiegen, weil ich bin das vom Auto von meiner Mom gewöhnt, dass man dafür den Schlüssel nicht braucht, um hinten den Kofferraum aufzumachen, sondern man kann einfach so so einen Knopf da hinten drücken und dann geht es auf, ne? Also sind wir dahinter gegangen und dann habe ich gesehen, dass da ein Schlüsselloch ist und anders kriege ich den nicht auf. Da habe ich gesagt, ach so, okay, ein neues Auto und so, das haben die ja auch gesehen, das haben die auch angesprochen bei den Fahrzeugpapieren und alles, dass das frisch gekauft ist und so. Ja, dann meinte ich ihm so, ja, ich habe den Kofferraum abgesehen vom Auto zum ersten Mal anschauen noch nicht geöffnet gehabt, darum habe ich nicht dran gedacht, dass man dann den Schlüssel braucht. Bin nochmal vorne zum Auto und habe den Schlüssel geholt und dann wusste ich auch nicht komplett, also habe ich nicht auf Anhieb geschafft, den Kofferraum aufzumachen, weil wie gesagt, habe ich noch nie gemacht. Ja, meinte der Kerl, so der Polizist, ja, das ist schon ziemlich verdächtig. Also erst den Schlüssel vergessen und dann nicht zu wissen, wie man den Kofferraum aufmacht. Das könnte natürlich darauf hindeuten, dass sie unter dem Einfluss von irgendwas stehen. Da meinte ich so, selbstverständlich. Was könnte das sonst bedeuten, ne? Könnte ja nicht daran liegen, dass das Auto komplett neu ist. Jedenfalls wollte er dann einen Drogentest machen, so einen Pisstest. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja an sich nichts zu verstecken, ist schon fein. Bevor er jetzt einen riesen Deal macht und diese ganze Sache so auslegt, dass er irgendwie eine Rechtfertigung hätte, mich mit auf Krankenhaus zu nehmen und mir Blut abzunehmen. Und dann kann ich erstmal nicht Auto fahren, bis ich das Ergebnis bekomme und so. Dann habe ich mir gedacht, ja, fuck it, dann mache ich halt einen Pisstest. Ne, ich habe nichts zu verstecken. Bevor ich jetzt morgen nicht zu meinem Vorstellungsgespräch fahren kann, habe ich mir gedacht, gut. Aber dann musste ich nicht pissen. Und dann standen wir da bestimmt also eine halbe Stunde mindestens auf diesem Hitparkplatz und regelmäßig so alle 5 Minuten ist dieser Male-Cop, weil das war ein Male und ein Female, so der Male-Cop mit mir so um die Ecke gegangen und wir haben wieder versucht, dass ich in diesen Becher pissen kann. Ich musste sogar meinen fucking Energy-Drink, den ich mir gerade gekauft hatte, den ich so ganz entspannt trinken wollte, musste ich so exen, in der Hoffnung, dass es wieder auspissen kann so. Und dann standen wir da, wie gesagt, eine halbe, dreiviertel Stunde und ich konnte einfach nicht pissen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Bro, ich will einfach heim. Und es war so kalt, es hat so geregnet und ich meine, irgendwann konnte ich dann pissen und dann war der Pisstest natürlich auch negativ und dann haben sie uns fahren lassen. Dann sind wir 200 Meter gefahren, so um eine Kurve und dann wurden wir direkt vom nächsten Polizeiauto aufgehalten, rechts rangezogen, meine so Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte und ich meinte, wir wurden legit gerade vor 200 Metern schon aufgehalten. Dann meinen die so, ja, dann müssen wir mal kurz im System schauen. Dann ist es zum Auto gegangen, kommen wieder, sagen, ja okay, sie können weiterfahren. Digga, was war da los, Mann? Anscheinend wird mein Auto gerne aufgehalten, I guess. Sonntagabend ist vielleicht auch eine Uhrzeit, wo sich viele aufhalten, I don't know. Immerhin haben wir ihre Zeit auch verschwendet, aber die scheinen nicht viel zu tun gehabt zu haben gestern, sonst, glaube ich, hätten sie da nicht so einen Test gemacht, sonst hätten die mich einfach blasen lassen. I don't know, man. I guess ich höre nicht zum ersten Mal, dass ich aussehe wie ein Kiffer, darum haben die bestimmt gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen gesmoked habe oder so. Like Heartman told you before, he wants you to deliver Mama's body to his lab. Hers is an exceptionally rare case, and he'd like to perform a thorough examination. The sisters Ka have given their consent. They won't be needing this Ha anymore. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Milligan special.
Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Alright, auf geht's. Stands a shadow of a man shaped just like me. My curiosity keeps me confused. But still I stand here on my own, with nothing left to lose. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. And with the rain I don't accept, wash away my sins. Since you troubled my walk home and my spirit, because I never said no or put up a fight. And I'm emotionally impaired when I look at you. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. Until Resuscitation. Der ist gefroren, oder? Heartman? Cardiac arrest. Administering shock. Stand clear.
interessant. Geht er, um seine tote Familie zu besuchen oder so? Bringt er sich auch immer kurz um. Until death. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please lay her down there. Sehr interessant. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Heartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Heartman. I'm glad we could have this conversation. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. War das jetzt wirklich schon eine Viertelstunde? Niemals, oder? Also in echter Zeit nicht, oder? I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others. As Interesting. if it were the beneficiary of a coronary bypass.
Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. Mama's remains. Damn. Antique record player. Wo ist seine Tochter? Heartman's AED. Whale Skeleton. BT Model. Artist's Impression. Sighting 1. Okay, es sind keine gefrorenen BTs. BT Model Artist's Impression Sighting 2. The Coral Hourglass. Arbeiter of Life. Es wird tatsächlich auch weniger mit der Zeit. Family Portrait from back in the day. Administering shock. Stand clear. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially,
onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky Das one. kann ich mir vorstellen. And intercourse, I suppose. I guess. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. I do. Watch films? Well, at times. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the Satch. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? Das muss so real sein, Alter. Das ist dieselbe Geste, die Hicks immer macht. I saw my wife and my daughter in the procession. Ah, scheiße. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Heartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest.
You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. A possible Death Stranding. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Oh je. Ist das eine gute Idee? Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? Probably. I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Ach, darum ist der Boden so weich. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. What the fuck? What the fuck? A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand Oh shit. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. Our team found something truly remarkable, a fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. It is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Make sure you keep that container in one piece.
no matter what. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to, but we won't know more until we get to Edge Knot City, and that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo Devil biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Sam, do you recall the handprint you brought me? When I analyzed it, I discovered that it was 65 million years old. It dates back to the late Cretaceous period, when the dinosaurs became extinct. Could someone have traveled through time via the beach in order to leave it? If not, how could it possibly have been made? Interesting. Es hieß, nur Menschen können Voidouts triggern und haben einen Beach und so. Darum habe ich gedacht, nur Menschen haben eine Seele so in dem Universum. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube einfach nur, ein Death Stranding hat nur eine Auswirkung auf eine spezielle Spezies immer. Das heißt, keine Ahnung, Katzen können auch ein Death Stranding erleben und dann in dieselbe Situation kommen wie wir. Nur ist es halt dann so, dass nur Katzen Voidouts erzeugen können, I guess. Und im Moment ist es halt nur bei den Menschen so. Was allerdings weird ist, wenn die Dinosaurier damals so ein Extinction-Event hatten, ein eigenes Death Stranding, hätte man gemeint, dass die Handabdrücke, bei denen dann keine Handabdrücke sind, sondern I guess so Klauenabdrücke, so Pfoten, Prankenabdrücke, I don't know. Dass es trotzdem Handabdrücke sind, ist irgendwie ein bisschen weird. Aber interessant. Our things, Sam. We've received a report that suggests there are some BTs out there that aren't affected by your blood. The BT in question glowed bright red, apparently. As you can imagine, this is a seriously concerning development. Consider yourself warned, Sam. Be careful out there, okay? Das ist in der Tat problematisch. Und I guess wir werden bald auf so ein BT treffen. Alright then. Let's go. Okay. Ja, ich schätze mal, es wird nicht allzu lange dauern, bis wir tatsächlich auf so ein rotes BT treffen, oder? Das gegen unser Blut immun ist. Hallihallo. Ich bringe Antichiralmedizin. Na dann, weiter geht's. Planen wir mal unsere Route, würde ich vorschlagen. Ja, guess so. Das ist eine gute Route. That's what she said. Oh Mann, oh Mann. Puh. Ich tue so, als würde ich den Weg hier laufen. Ich tue so, als wäre ich angestrengt. Das ist einfach, weil ich so empathisch bin. Ich sehe Sam, wie er hier struggelt und Empathie kickt und ich spüre es auch. Vor allem, weil ich genau weiß, wie es ist. Ne? Ich bin es gewohnt, durch solche Gebiete laufen mit mehreren 100 Kilogramm an Gepäck. Das Einzige, was mir Trost schafft, meine süße Kapuze. Ich habe nur keinen Otter, sondern so süße Katzenohren in Pink. Ich habe leider auch kein Baby. Oder vielleicht zum Glück. Aber dafür habe ich eine Pocket Pussy dabei. Für einsame Zeiten. Auf BTs treffe ich zum Glück auch nicht. Das Schlimmste, auf was ich bisher getroffen bin, war so ein Chunky am Freisinger Bahnhof. Also alles halb so wild.
Aber nur damit wir uns auch richtig verstehen, durch so ein Terrain mit mehreren Kilo Gepäck zu laufen, ist nicht der einzige Extremsport, den ich mal. Ihr könnt mal euch anschauen, was für Extremsport bei Red Bull alles schon gemacht wurde, also von irgendwelchen Extremsportlern. Und es gibt keinen einzigen Extremsport davon, den ich nicht täglich mache. Ich glaube, ich bin ziemlich krass. Ich mache sogar noch mehr als nur das. Aber vieles davon ist einfach zu gefährlich auch für Red Bull. Was laber ich? Oh, stimmt. Wir haben die ganze Zeit eine Bombe transportiert. Legit, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Oxygen Mask. Interesting. Ich wüsste jetzt gerade nicht, für welche Situation wir die bisher je gebraucht hätten, aber kommt vielleicht noch. Hematic Grenade Level 2 ist crazy gut. As it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. Nichts Neues. The local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. Was ist ein Ammonite? He apparently stumbled across it in a boulder field, which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. Man claims this ammonite has an umbilical cord. Das ist interessant. An umbilical cord. The specimen merits study, so I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Darum Oxygen Mask. That fossil could represent an epical discovery. Gesundheit. While there are examples of viviparous fish, Gesundheit. an ammonite with an umbilical cord is unheard of. Kannst du bitte anfangen, Wörter zu sagen, die ich verstehe? And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction. Scheinbar nicht. Another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. Na schön. Ich hatte sowieso nichts vor. Wollen wir die Sprungschanze benutzen, Lou? Was sagst du? Ich bin mir sicher, das wird dir gefallen. Auf geht's! Oh shit, Toxic Gas. Ich wollte gerade sagen, habe ich Fallschaden genommen? Nee, ich sollte mir vielleicht die Maske aufsetzen. War jetzt nicht die schwerste Mission, die ich hier hatte. I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine. I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. Okay, Lou, bist du bereit? Das sieht gut aus. Ich denke, solange wir auf kein rotes BT treffen, sollte alles okay sein. Fuck, in die Richtung ist auch einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin in schrecklichem Territorium. Oh, alright. Alles gut, Lou. Oh mein Gott. Das ist ein Riese, ein Gigant. Du sagst es, Sam. Du sagst es.
Cut Umbilical Cord hätte ich machen können. An sich interessant. Ich habe nur Angst, dass das Geräusche macht und mich alle anderen BTs dann erwischen. Will ich mal testen, das Umbilical Cord zu cutten, maybe. Zum Glück machen die keine super lauten Geräusche, wenn man die umbringt. Imagine, man bringt die um und die kreischen so. Und alle PTs im Umkreis werden so auf einen aufmerksam. Okay, sieht gut aus. Ich glaube, wir können hier weg. Dieser Umbilical Cord Cutter ist super clutch. Das haben wir gut gemacht, oder? I'm impressed, Sam. The tower inside is safe and secure. You do not disappoint, my friend. Ich bin nicht dein Freund. Well done, Sam. Would you mind returning to my lab? Das war mein Plan. Preparations are finally complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. I'm turning over inside my grave. You're waking up to face a brand new day. The thoughts I tried to sway would not behave. I'm waiting for you to be later. Wait. I'm making up my mind to not decide. You're living up to your hollow disguise. The fateful forced its face upon the prize. I'm making excuses for my reprise. Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have time. When you met with Mama, you experienced a strong antigen-antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was, but something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active. The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Somehow, her car and half failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. It's the only explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Yes, and there's more.
Huh? 5, 4, 3, 2, 1. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Oh mein Gott. Look, a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. Okay. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. But I couldn't risk Heartman finding out about the case. So I had no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding. Okay. But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Almost as if it's frozen in time. I thought Heartman might be able to make sense of it. So I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Deadman's observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean, they share a very unique property. Both contain large amounts of chiralium in their cells. In other words, the President's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and small, including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find chiralium deposits that can be dated to each. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Ich meine, Yes. obviously. Our Death Stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the 6th extinction. 6th extinction? Come on. You know what this is, yes? A frozen mammoth from 10,000 years ago. Correct. And this? The Iceman from 5,300 years ago. They both have the same umbilical cords. Bullshit. Humor me. What if the mammoth and the Iceman weren't frozen? You're saying time stopped for them just like it did for Mama? I see. Unfortunately, all these specimens were lost in the Death Stranding, so there's no way to examine the genuine articles, but some fragments of data did survive. With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right, how's this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. Only mammals have umbilical cords. No, only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand. Gesundheit. Then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a Death Stranding is detrimental to life. Trilobites, ammonites, dinosaurs, the mammoth, the Iceman, all preserved as if frozen in time, all without exception, found with strands, which is to say that all may have been connected to the beach. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact
extinction entities. I see. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands. And it is through this connection that they somehow bring about a death stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? Und Emily It's ist far probably too auch soon ein. to say anything for certain. And since you burned her body, we may never know. Higgs said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the president is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction. Maybe. Perhaps. Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a death stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. No. Sam, go west. How do you want me to handle Heartman? With your customary reserve. Nothing good will come of him learning of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. Right. Activating lab security measures. 5, 4, 3. 2, 1. Interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sind langsam im Endgame. It's time, Sam. When you're ready, proceed to the shore of the tar belt and begin work on the chiral relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. You'll be carrying a lot, too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Heartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call anyway. Administering shock. Stand clear. Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station we lost to the tar belt. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. We're counting on you, Sam. Nothing new dann. Das werde ich aber erst machen, nachdem ich alles andere auf 5 Sterne gebracht habe. Alright, Bobby Lou. Zeit für einen Nap. Für eine Pause. Für ein bisschen Ausruhzeit. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Both Neanderthals and Homo sapiens are believed to share a common ancestor in the form of Homo heidelbergensis, but there are clear differences between the two. Neanderthals were brutish and brawny, well equipped to hunt larger animals and survive in colder climates, whereas Homo sapiens were slender-limbed and only capable of hunting smaller prey. The Neanderthals, who actually had larger brains than the Homo sapiens, also fashioned tools of their own, but these were crude in comparison and developed little over 200,000 years, perhaps because these simple-minded beings favored small family units, so that even if a breakthrough occurred, it was unlikely to be shared with others. This isolation, more than any other factor, seems to have led to their decline. In other words, Homo sapiens grew stronger through interpersonal connections, by creating what came to be called society. If we persist in our divided state, we risk losing this hard-won unity and dooming ourselves to the Neanderthals' fate. Das ist actually das beste Argument für Connections im ganzen Spiel bisher, finde ich. Vielleicht sage ich das auch nur, weil ich die Geschichte von den Neandertalern, den Homo bergensis und alles kenne. Aha, Heidelbergensis meine ich.
Aber es stimmt. Man vermutet, dass wir länger überlebt haben als die Neandertaler, weil wir Sprache entwickelt haben und dadurch uns verständigen konnten und, I guess in essence, connecten konnten. Und die Neandertaler nicht, weil sie hauptsächlich auf kleine Gruppen gegangen sind. Interessant. Ja, das ist bisher mein Lieblingsargument für Connectivity im ganzen Game. Weil meistens fühlt sich das immer so ein bisschen weit hergeholt an und so ein bisschen wie so preachy, aber in dem Fall nicht, weil in dem Fall ist es tatsächlich einfach wissenschaftlich belegt, was er gesagt hat. The evolution of life on Earth could be described as the evolution of consciousness. When the first vertebrates clambered out of the oceans and onto the land, their consciousness expanded to process the new realm that lay before them. Their eyes moved from their flanks to their fronts, that they might comprehend the depth of the world. Eventually they came together in communities and then larger societies. In order to preserve and maintain these structures, humans developed a perception of time. Alas, the Death Stranding threatens to undo all our progress. Consider the chiral network, which incorporates the beach where time does not exist, or consider timefall, which rapidly accelerates the degradation of that which it comes into contact with. How can our sense of time, honed over millions of years, remain intact when we must cope with such irrational phenomena? We are growing apart, retreating into isolation, gradually losing our place within society. I would even go so far as to say our conceptions of reality are under threat. How could they not be when our very eyes deny the invisible BT that stands before us? The Stranding has warped our consciousness in every sense. There is one caveat, of course. Some of us are now far more aware of death than we ever were. Therefore, Dooms is not merely a biological change. I prefer to think of it as the means by which I have achieved a new form of consciousness. Furthermore, I hope and believe that this new awareness of the other side is humanity's trump card as we seek to defeat the Death Stranding. Ich meine, letzten Endes ja. Evolution war schon immer der Grund, wieso die Menschheit überlebt hat. Immer wenn die Menschheit und unsere genetischen Vorfahren irgendeine Katastrophe vor sich hatten, die dafür hätte sorgen können, dass die Spezies ausgelöscht wird, haben wir uns evolved, um mit der Katastrophe umgehen zu können und uns letzten Endes angepasst und so länger überlebt. Und es würde Sinn machen, dass wir das beim Death Stranding auch hinbekommen werden. Dass wir quasi den nächsten Schritt gehen und uns zu was entwickeln, dass es uns ermöglicht, nicht auszusterben. In the period since the very first forms of life arose here on Earth, the planet has witnessed a number of mass extinctions, and as you're no doubt aware, the most significant of these are known as the Big Five. The first marked the end of the Ordovician period, while the next, at the end of the Devonian period, wiped out almost all marine life. But the third of these extinctions, at the end of the Permian period, around 250 million years ago, was even worse. 96% of all marine organisms and 70% of land organisms died as a result. The fourth extinction finished off most large reptiles, though the dinosaurs managed to hold on until the fifth came along at the end of the Cretaceous period. If the phenomenon we are currently experiencing is indeed the sixth extinction, and must be acknowledged that humanity is its main target. Is this divine punishment for our misdeeds? If so, then I suppose there is little that can be done. Perhaps there's no way forward for humanity now. Punishment for our misdeeds, huh? Okay, also wenn wir davon ausgehen, das wäre so, was haben denn die Dinosaurier getan? Und was haben die ganzen Fische und so damals getan, dass die dasselbe verdient haben? Ich weiß ja nicht. Punishment wirkt ein bisschen weiter hergeholt. Aber I guess im metaphorischen Sinne und poetischen Sinne könnte man es vielleicht so auslegen. Bo. Ich muss morgen nicht Auto fahren. Ich könnte mir auch ein Bierchen öffnen. Ja, wieso eigentlich nicht, oder? Das klingt eigentlich nach einer sau cleveren Idee. Ich meine, Flo und Bier, das ergänzt sich so wie Lou und Sam oder Deadman und Dusche.
Oder Cryptobite und Fragile. Oder Diddy und Minderjährige. Ich gehe jetzt mal schnell ein Bierchen holen. Bis gleich. Was hat 2 Daumen, ein Bier, einen dicken Penis und ist wieder da? Ich scheinbar nicht. Wo ist mein Flaschenöffner? Vielleicht muss ich nochmal los. Ah, hier. Ja, also jetzt hattet ihr genug Zeit abzustimmen. Das war ich. Ich habe über mich geredet. Dann, weißt du was? Trinken wir noch einen. Prost, Sam. Oh je. Oh je. Prost, Sam. Wir haben eventuell übertrieben. Mein Fehler, mein Fehler. Keine Sorge, ich trinke für dich weiter, Sam. Oh, die Pizza Delivery. Okay. Bevor wir uns an diese Nebenquests machen, wie die Waystation bauen und den Tarbell zu überqueren, machen wir natürlich erstmal die Main Storyline mit der Pizza fertig. Fast vergessen. God damn. My dear Mr. Sandbridges, once again it is I, Peter Engler, and once again I must implore you to fulfill an urgent request. I speak, of course, of pizza. Before you declare me unforgivably selfish, know that on this occasion I write you on behalf of my elderly father. I fear he may not belong for this earth, and that being the case, I cannot bear the thought he might shuffle off this mortal coil, having never sampled the transcendental delights you deliver. My father has often spoken of his fondness for salami. If you could ensure that his last supper is topped with a copious serving of said sausage, you would die a happy man indeed, I am sure. Okay, Pizza Delivery. Wir sind ja vernetzt komplett. Das heißt, ich kann eigentlich von hier aus mit den Ziplines zum Distribution Center runter, also zum ersten, und dann von dort aus weiter mit irgendeinem Fahrzeug zu Peter. So machen wir das. Optimöse, nicht wahr, Lou? Sagst du auch immer, gell? Auf geht's, ab geht's. Erstmal noch einen Schluck Bierchen für den Weg. Lou sieht happy aus. Ja, das freut mich. Digga, noch ein paar Bierchen und ich sehe genauso aus. Digga, das ist bestimmt, was Pizzalieferanten durchmachen, wenn du dir so eine kleine Pizza-Speziale nach Hause bestellst. Die gleiten so an Ziplines durchs Gebirge, um dir die Pizza noch rechtzeitig und warm zu Hause abzugeben. Sterben so fast an so Geisterwesen oder werden ausgeraubt von irgendwelchen Banditen. Und das alles nur, damit du denen am Ende 50 Cent Trinkgeld gibst. Du Egoist, gib mal mehr Trinkgeld. Wirklich peinlich, dein Verhalten. Ich rede nicht mit Sam oder mit Lou, ich rede mit dir. Du hörst schon richtig. Digga, die Weather Station sieht so cool aus. Alright, und ab hier mit einem Vehikel, würde ich sagen. Ja, ich habe vergessen, wie cool diese Straßen aussehen mit den Chiralium-Gravitationsanomalien und so. Im Berggebiet würden die bestimmt auch sau crazy aussehen, wenn alle gebaut sind. Wir sind fast bei unserem Freund Pete. Peter. Ich kann die Louis-Stimme nicht. Falls irgendwer von euch die Illusion hatte, dass es eine gute Peter-Stimme war, du liegst falsch. Wenn wir Glück haben, erlaubt uns die Quest jetzt, Peter bei uns ins Chiral Network mit aufzunehmen. Ja, das wäre doch toll. Pizza Time. Thank you for your continued support. Er war wieder nicht da. Der Elende. Ja, die Ranked Events sind mir auch egal. Wenn ich... Ranked Nightmares, das ist mir alles egal. Es ist ein Nightmare, dass ich Peter Englert noch nicht sehen konnte. Ach, Mann, Alter. Wer ist er? Wie sieht er aus? Langsam, glaube ich, gibt's gar nicht. Ja, okay, lass mal hypothetisch. Glaubt ihr, der spielt legit eine wichtige Rolle? Am Ende ist es gar nicht so funny Side-Character, so gagmäßig, sondern am Ende hat's mit dem tatsächlich irgendwas auf sich. My dear Mr. Bridges, you cannot possibly know how perfect your timing proved to be. At the very moment your pizza arrived, my dear father had all but set out on his final journey to the great beyond, which is why I was unable to thank you. But you will surely find comfort in the wonder your delivery wrought. Before he breathed his last, Daddy dearest took his first bite of pizza, the remainder of which I later consumed out of respect. He proclaimed it divine, the nectar of the gods themselves, and when he finally passed, his smile was sublime. May I say on behalf of us both that whoever prepared it is a wizard of the culinary arts. You have, as ever, my undying thanks.
Na gut. Hello Sam, this is you, yes? Sam, our precious companion. Thanks to you, we are connected now and I heard you like Half-Life and Portal too. I'm afraid I have one last favor to ask though. Another cube. You need to climb the mountain to the north of my shelter. Find an old ruin there. The cube should be somewhere nearby. Be careful though, it's BT territory. Auf geht's, ab geht's. Bist du bereit, Lou? Mir fällt gerade auf, es ist verwunderlich, dass man nicht so ein Schneebike bekommt. Checkt ihr sowas wie... Wie nennt man sowas? So ein Schneejetski. Wollen wir eigentlich mal drüber reden, wie saugut dieses Spiel geworden ist? Ab dem Moment, wo wir in Weltkrieg 1 waren, ist es eigentlich durchgehend super gut gewesen. Die ganze Geschichte mit Weltkrieg 1 war cool und mit der Supercell. Die ganze Storyline mit Mama und Lockne war sau crazy. Die beste Storyline bis zu dem Punkt. Und dann kam direkt die ganze Deadman-Geschichte, die ganz interessant war. Und dann Heartman, was ja mal super cool war. Die 2 Filmsequenzen mit Heartman waren einfach von Anfang bis Ende sau stylized irgendwie. Ich weiß nicht, ob jetzt der Weg zur Waystation und die ganze Geschichte mit der Waystation sehr spannend werden wird. I guess wir werden sehen. Aber ich gehe davon aus, dass ab dem Moment, wo wir den Tarbelt überqueren, wird es bestimmt geisteskrank. Das sind schon die Ruinen. Hier, glaube ich, sollte es den Cube geben, oder? Cargo's in spectacular condition. This is for you. I hope you like it. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich weiß aber nicht, ob ich das tragen werde. Thanks, Sam. I guess you truly are our precious companion, aren't you? I'd like to give you a headcrab cap as a token of my gratitude. Bet you haven't seen one of these before. You won't find them in any textbook either. It's as if its evolution was shaped by the ecology of a totally different world. I'm told that wearing this cap will help restore your stamina, while draining some of your blood in the process. The question is, where did it come from? Where did it go? Where did it come from? Couldn't I Joe? It's a mystery for sure. Probably another one of those weird, unexplainable phenomena caused by the Death Stranding. Remember, Sam, your objective is to bring a new chiral relay online by the tar belt. You'll need to collect the necessary materials at Heartman's lab. And once the relay's up and running, you'll be able to proceed to Edge Knot City. Weiter geht's, würde ich sagen. Gell, Lu? Was machst du? What the fuck? Bobby Lou ist verrückt, Alter. Bobby Lou ist silly. Next level trust is you. Next level trust is you. True love is indebtedness. True love is endless. Next level trust is you.
glaube, wir sind am Tarbelt angekommen. Das ist bestimmt die Waystation, die im Tarbelt untergegangen ist. Sehr cool, wenn man hier sieht, wie das Wasser in den Tar übergeht. Eine Waystation direkt am Tarbelt zu bauen, wirkt super gefährlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Higgs vielleicht für den Tarbelt verantwortlich ist, kann er ihn nicht einfach so ein paar hundert Meter vergrößern. Letzten Endes 20 Meter würden schon rein. Good job, Sam. Danke. Now access the terminal and bring the relay online. I see. Ich werde nicht mal ein Dach über dem Kopf haben hier. And with that, we're all linked up. Once you cross the tar belt, the end will be in sight. We're this close to Emily, to America's second chance. Edgenut City awaits. Let's figure out how to get you across this tar belt. Ja, chill. Ich will erstmal alles auf 5 Sterne bringen hier, ja? The only way west is through that. There must be a way. We'll see if we can't think of something here. But considering everything you've been through, I wouldn't be surprised if you've already got a few ideas of your own. Ich muss gestehen, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Aha. Willkommen zurück. Ihr habt eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen. Ich habe super viel weitergespielt. Ich kann euch das mal zeigen. Warte. Hier sieht man ja jetzt die ganzen Gebiete. Bis auf Peter Englert habe ich alles. Aber Peter Englert kann ich halt nichts machen, ne? Ich habe jetzt jeden Shelter und so. Und ich habe auch jeden Shelter auf 5 Sterne gemacht. Bis auf den Chunk Dealer und Chiral Artist. Das wollte ich während der Aufnahme machen, weil ich nicht wusste, ob da vielleicht irgendwas kommt. Weil die haben sich ja wohl getrennt. Die haben sich ja wohl wieder scheiden lassen. Und den Collector müssen wir noch machen, weil den habe ich gestern nicht mehr geschafft. Das heißt, das machen wir jetzt und dann machen wir endlich mit der Hauptstory weiter. Also ich war jetzt wirklich eine ganze Weile beschäftigt, dieses ganze Nebenzeug zu machen. Sam freut sich bestimmt auch schon richtig drauf, wenn wir bald damit durch sind, weil er war die ganze Zeit auch noch nie in einem Safe Room. Ich habe ihm keine Chance gegeben, sich auszuruhen. Gehen wir erstmal Chunk Dealer, würde ich sagen. Ich habe, by the way, auch so ziemlich alles mit Ziplines verbunden. Also wie man hier sieht, einige, die ich platziert habe. Und beinahe alle Orte sind verbunden. Das Einzige, was nicht angebunden ist, ist der Craftsman, Peter Englert und Lake Knot City. Einfach weil Lake Knot City und der Craftsman sind direkt an der Straße. Das heißt, da komme ich einfach von überall schnell mit dem Auto hin. Und ja gut, Peter Englert kann ich nicht verbinden, einfach weil der noch nicht Teil des Netzwerks ist. Das heißt, ich kann gar keine Ziplines in seinem Gebiet bauen. Alle anderen Sachen habe ich mit Ziplines verbunden. Selbst die ganzen neuen Gebiete hier, die ich gemacht habe off-camera. I guess dieser UCA-Punkt, den neuen, den wir gemacht haben, das Chiral Relay, haben wir erst auf 2 Sternen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich da groß was machen könnte, weil da gibt es keine Quests für. Das heißt, da müssen wir mal schauen. Ich freue mich richtig, die Main Story weiterzumachen. Also das hat jetzt doch bestimmt eine Woche oder so gedauert, was ich hier gemacht habe. Ich meine, ich habe auch nicht jeden Tag gezockt, aber hat sich jetzt schon gezogen. Ich bin auch so froh, dass ich endlich so ziemlich alles an die Ziplines angebunden habe. Dadurch gehen diese Lieferungen einfach um einiges schneller. Es ist arguably um einiges langweiliger geworden durch die Ziplines, einfach weil man nicht viel macht, außer zuschauen, wie er von A nach B zippt. Aber währenddessen kann man einfach ein bisschen Musik hören und so, ist schon fein. Hey, na, wie geht's dir nach deiner Trennung? Lange habt ihr es ja nicht zusammen ausgehalten. Ja, okay. Viel hat er uns ja nicht zu erzählen. Ich habe gedacht, dass er uns eventuell ein bisschen was zu sagen hat, ne? Aber I guess not. Hey, na, wie geht's euch? Wer von euch hat sich denn eigentlich getrennt? Wer hat die Entscheidung getroffen? Wissen wir das? Stand es in den E-Mails? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist zu lange her. Wie geht's dir mit der Trennung? Deine Mom ist bestimmt froh, gell? Also ich hätte das ganze Zeug hier wirklich nicht unbedingt aufnehmen müssen. Ich habe gedacht, dass bestimmt irgendwas Interessantes passiert wegen der Trennung von denen, aber ne, die gehen nicht wirklich drauf ein. Ich kann es nicht erwarten, endlich die Main Story weiterzumachen, Alter. Vor allem, wir haben an einem Punkt aufgehört, der sau cool war. Ich mochte die letzten Kapitel richtig gern. Die Heartman-Episode war, glaube ich, mein Favorite bisher. Diese Carrier sind so cool. Die Level 2 Carrier können mehr tragen als man selbst. Man kann 2 von denen hinter sich herziehen und man kann mit denen trotzdem noch Ziplines benutzen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die sind sau underrated, zumindest bei mir gewesen. Also, I've been sleeping on them. Es gibt bestimmt einige Sachen, die super hilfreich sind, die ich viel zu selten benutze. Zum Beispiel Robert. Robert benutze ich legit nie. Aber bestimmt ist es gar nicht so dumm, immer so einen Robert bei sich zu haben. By the way, guck mal, hier ist ein cooler Dude. Dachte nur, vielleicht gefällt es irgendwem.
Mir gefällt es auf jeden Fall. Wir sind hier, wo wir hinwollen. Jetzt ist nur noch die Frage, wo kriegen wir BTs her? Vielleicht von da hinten irgendwo. Wir schauen jetzt mal da hinten hin. Es könnte so aussehen, als wären da tatsächlich BTs. Und vielleicht können wir mit denen dann über den Tarbild. Alright, also wir wollen uns tatsächlich von einem BT erwischen lassen, korrekt? Ich frage nur noch mal nach, bevor ich jetzt irgendwas Dummes mache. Na gut. Hey Jungs! Hier bin ich. Wollt ihr mir über den Tarbild helfen? Lou, beruhig dich. Das ist alles Teil von unserem Plan. Oh mein fucking Gott. Ich hätte gerne ein Gebäude. Bitte. Gebäude, please. Oh mein Gott. Bekämpfen wir das Viech? Wahrscheinlich nicht, gell? Wir wollen einfach nur den Tarbild crossen. Und wenn wir das Viech töten, könnte das ein Problem werden. Vielleicht verschwinden dann auch die Gebäude. Lu, bitte beruhig dich, bitte beruhig dich. Ja. Alles Teil des Plans. Okay, Lu, ich habe alles unter Kontrolle. Sag Bobby Lou nicht, dass das eine dreiste Lüge war. Oh, shit. Oh mein Gott, Bro. No way. Hatte ich einfach nur Pech? Bin ich einfach nur bei so einem ganz, ganz ungünstigen Timing dahin gesprungen? Okay, Lou, bitte beruhig dich, Lou, okay? Puh, okay. Oh, shit. Oh mein Gott. Ne, dein Ernst, Digga. Ich will doch nur da aufs Haus rauf. Danke. Okay, Bobby Lou, alles gut noch bei dir? Wo müssen wir denn lang? Davor, glaube ich? Ja. Ja, spring ruhig auf der Stelle, Sam. Hast schon recht. Oh mein Gott, Bro. Okay, das Viech ist zum Glück genauso dumm, wie es aussieht. Sonst hätte das mich schon lange erwischen können. Oh, shit. Amelie, meine ich. Hilfe!